In diesem Video geht es für uns in den wohl bekanntesten Teil Perus. Wir erkunden die Nazca-Linien und fahren weiter, um uns eines der 7 neuen Weltwunder mit eigenen Augen anzusehen, den Machu Picchu. Und ganz nebenbei geraten wir plötzlich in eine Rallye durchs Inkatal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ist auch vielleicht ein bisschen risky, dass wir einfach so durchfahren. So wird das nix. Alter Schwede, was ein Verkehrschaos. Ein bisschen bedenken, dass es gleich anfängt zu regnen. Irgendwie haben wir ein Upgrade bekommen in die First Class. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Kleiner Turm. Ja, aber die sind irgendwo da am Hang, glaube ich. Wenn man an riesige Bodenzeichnungen in Peru denkt, kommen den meisten Menschen sofort die berühmten Nazca-Linien in den Sinn. Doch nur wenige Kilometer entfernt gibt es noch eine zweite, deutlich weniger bekannte Sammlung solcher Geoglyphen. In der Wüstenlandschaft rund um die Stadt Palpa befinden sich zahlreiche riesige Bodenzeichnungen, die man sogar direkt von einem Aussichtspunkt aus erkennen kann. Einer der besten Orte dafür ist der Mirador de Lipata. Von hier oben lassen sich mehrere Figuren gleichzeitig erkennen, darunter menschliche Darstellungen mit auffälligen Kopfbedeckungen, großen Augen und stark stilisierten Körperformen. Diese Geoglyphen gehören zu den sogenannten Palpa-Linien. Die Entstehung dieser riesigen Bilder war dabei überraschend einfach. Die Menschen entfernten die dunklen Steine der Wüstenoberfläche und legten so den helleren Boden darunter frei. Da es in dieser Region kaum regnet und nur wenig Wind weht, sind die Linien über 2 Jahrtausende nahezu unverändert erhalten geblieben. Und genau diese Technik wurde später auch für eines der größten archäologischen Rätsel der Welt genutzt, die Nazca-Linien. Ui, was ist denn hier los, Freunde? Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Auf einer Fläche von mehreren 100 Quadratkilometern ziehen sich hunderte Linien, geometrische Formen und riesige Figuren durch die Wüste. Einige davon sind mehrere Kilometer lang, andere bilden detaillierte Darstellungen von Tieren. Viele dieser Figuren sind über 100 Meter groß und lassen sich erst aus der Luft vollständig erkennen. Wir verzichten jedoch auf einen Flug, den man hier buchen könnte, und sehen somit nur einen kleinen Ausschnitt vom Aussichtsturm aus. Bis heute ist die genaue Bedeutung dieser Kunstwerke nicht vollständig geklärt, jedoch gehören die Nazca-Linien zum UNESCO-Welterbe und werden weiter erforscht. Guten Morgen! Wir sind auf dem zweiten Fahrtag ins Inkatal Richtung Machu Picchu. Und heute haben wir ein Zeitfenster, was wir erwischen müssen. Und zwar ist nämlich eine Baustelle. Jetzt sind es noch ungefähr 1 Stunde 15 bis dahin. Und die hat nur zwischen 12 und 1 auf. Wahrscheinlich machen die eine Mittagspause. Und ansonsten ist sie den ganzen Tag gesperrt, außer nachts zwischen 6 und 6. Und da fahren wir natürlich nicht. Also sind wir gestern relativ nah an die Baustelle rangefahren. Hatten heute Morgen einen entspannten Morgen und fahren jetzt zur Baustelle und hoffen, dass wir da gleich gut durchkommen. Und dann geht es weiter durch diese Landschaft. Wir fahren noch mal kurz auf 4.500 Meter hoch. Ist ja hier nichts Besonderes. Und dann schlafen wir heute mal auf 1.800. Jetzt letzte Nacht war auf 3.200. Ich habe schon wieder ein bisschen gemerkt, dass die Luft dünn war. Aber geht alles. Da oben am Berg sieht man jetzt, wie das in Serpentin hochgeht und die LKWs da fahren. Aber wahrscheinlich sieht man das auf der Aufnahme gar nicht so richtig. Aber die Natur ist auch schön. Also über die höchste Passage sind wir jetzt wohl schon drüber mit 4.300 Höhenmetern. Und jetzt geht es gerade erst noch mal ein Stück bergab. Das ist ganz angenehm, weil uns einfach nichts entgegenkommt. Aber macht ja auch Sinn, wenn die Baustelle halt geschlossen ist, kann uns ja auch gar nichts entgegenkommen. Wir sind auf 4.400 Meter. Hier ist einfach ein See. Scheinbar gibt es da hinten sowas wie eine Fischfarm. Oh, da sind Vikunjas. Oh ja. Das sind jetzt auch mal Freilaufende, die nicht in einem Reservat oder so sind. Das ist auch frisch, nur 15 Grad hoch. So, 4.465 Meter und wir stehen. Wir wissen aber noch nicht, ob das jetzt schon die
Finale Baustelle ist aber noch eine Vorabbaustelle. Das werden wir sicherlich gleich noch erfahren. Eigentlich 16 Kilometer zu früh, aber die kann sich ja auch verschieben, die Baustelle. Es ist 12:11 Uhr und sie machen auf. Das heißt, für uns geht's weiter. Oh, das ist aber noch ganz neu hier. Ja, dann ist doch nicht da die Baustelle, oder? Für den Scheiß sperren die Straße. Den ganzen Tag. Keine Ahnung, es scheint ja noch 125 Kilometer zu dauern. Also scheinbar war das nur eine andere Baustelle und die haben einfach mal zugemacht, weil vorne zu viele LKWs stehen. Und jetzt ist da wahrscheinlich nochmal die richtige Schlange. Ja, und da fahren sie noch nicht. Doch, aber hier, guck mal, wie das bei dir weggeht. So viele, das ist unglaublich. Also, wir haben heute schon Tausende gesehen. Vor uns auch das ganze Tal noch voll. Wir sind am Stellplatz angekommen. Eigentlich eine Wiese, kostet wohl 20 Soles für 2 Leute. Wir waren jetzt 7 Stunden 25 haben wir gebraucht, eine halbe Stunde Pause, aber schon fast 7 Stunden nur gefahren. War schon ganz anstrengend, aber die Landschaft war auf jeden Fall sehr cool. Wir waren ja auf 4000 Meter und dann ging es wieder runter und schön durch den Canyon. Also hat sich gelohnt, die Fahrt. Ulmis haben schon auf uns gewartet. Der Motor läuft gerade noch ein bisschen kalt. Guten Morgen, es ist kurz vor 9. Wir sind schon wieder auf dem Weg und das sah gerade schon so ein bisschen aus, als ob es nicht klappt. Weil gerade als wir aus dem Campground rausgefahren sind, hat die Polizei uns direkt an den Rand gewunken und wusste dann aber nicht so richtig, was sie mit uns machen sollen. Und dann haben sie uns durchgelassen, haben aber auf die Uhr gezeigt. Also scheinbar ist die Straße hier heute ab einer gewissen Zeit gesperrt und wir sollen uns beeilen. Ja, aber immerhin wurden wir durchgelassen und mussten dann nicht am Straßenrand jetzt stehen und warten. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier noch irgendwas entdecken, was jetzt hier passiert, weil es ist kein Feiertag, wir haben nicht rausgefunden, was es ist. Aber ja, vielleicht finden wir es noch raus. Okay, scheinbar sind wir gerade auf einer Rallye-Strecke. Wie auch immer das passiert ist. Da haben gerade so ein Ford. Die Straßenbahn heute gezogen. Ja, scheinbar nicht die 1. Da hat gerade so ein Ford Fiesta Rallye-Wagen an uns vorbeigedüst. Und deswegen stehen die Leute auch hier alle am Straßenrand. Ist auch vielleicht ein bisschen risky, dass wir einfach so durchfahren. Wir sind Teil der Rallye, das ist ja auch mal witzig. Ja, das sieht schon so aus. Wir müssen da raus. Und jetzt? Hier weiterfahren. Wir sind zurück auf der Hauptstraße, zumindest das, was laut Google Maps so aussehen soll. Ja, definitiv zu viel Aufregung am frühen Morgen. Wir hatten einfach gedacht, wir fahren hier entspannt durch den Ort und dann ist hier so eine Rallye einfach. Und scheinbar geht die auch noch die nächsten wie viele Tage? 5, 6? Bis weit hinter Cusco, aber sie fahren heute schon nach Cusco, von daher so weit wollen wir nicht. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht irgendwie an einer anderen Stelle wieder hängen bleiben. Ja, also das ist die Rallye der Inka oder Rallye Caminos der Inka, also die Rallye auf den Inka-Pfaden. Klingt ja eigentlich mega interessant und ist sicherlich auch spannend zu sehen, aber natürlich doof, wenn man hier über die Strecken muss. Und die geht insgesamt 11 Tage und wir sind jetzt wirklich in den letzten Tagen und ja, es wird uns hoffentlich nur heute beschäftigen. Eigentlich hatten wir gedacht, wir wären durch, aber hier stehen alle LKWs. Die Ulmis waren gerade mal auf Erkundungstour, die stehen da hinten jetzt aber auf der Kreuzung und unterhalten sich mit irgendjemandem. Vielleicht gibt es da neue Infos, wann
das hier aufmacht. Laut Rallye-Kartenmaterial fahren die nämlich gar nicht hier lang. Nicht, dass hier noch irgendeine andere Baustelle oder so ist. Das wäre natürlich sehr blöd. Jesse erkundet nochmal die Lage. Aber die Busfahrer haben schon mit dem Kopf geschüttelt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Also ich habe jetzt mit da 2 Männern gesprochen. Ich habe mich schon gewundert, dass das mit dem Spanisch so ein bisschen schwierig war, aber der Busfahrer ist aus Brasilien. Wir haben uns trotzdem halbwegs verstanden. Er hat gesagt, nee, ist auf jeden Fall geschlossen, keiner kommt durch. Und sie glauben, es ist den ganzen Tag. Jetzt hat ein Busfahrer aber gesagt, vielleicht machen sie um 2 auf. Aber sie wären sich nicht sicher. Ja, und sie waren ganz angetan von unserem Büsschen hier. Ich habe gerade mal ein bisschen Rallye geguckt, aber ich glaube, die fahren ja nicht voll. Einfach nur eine Überbrückungsetappe. Und ich habe noch mal gefragt, also angeblich machen die um 12 auf. Das wäre in 40 Minuten. Wir sind gespannt. Wir sind startklar, es scheint gleich weiterzugehen und gerade mal festgestellt, dass unser großes Solarpanel über Peakleistung lädt. Eigentlich kann es nur 430 Watt, das hat gerade mal kurz 450 Watt gezeigt. Und die Gesamtleistung ist bei 700 Watt und 730 wäre Peak. Aber die alten Panels liefern gar nicht so viel. Aber ist schon nicht schlecht. Damit haben wir kein Stromproblem. Und dann fahren wir jetzt einfach mal vor. In der Hoffnung, dass wir da irgendwo eine Lücke finden, wo wir uns da nochmal reinstellen. Aber ich habe eben schon eine gesehen. Dann will ich mich jetzt einfach mal hier neben den stellen. In der Hoffnung, dass der Rest dann noch vorbeikommt. Markus und Julia fahren schon seit 20 Minuten. Wir haben uns jetzt mal hier so ein bisschen vorgedrängelt. Stehen weiter vorne jetzt hier. Aber Jesse ist gucken und es tut sich nichts. Warum auch immer man hier noch nicht fahren darf. Ja, hoffen wir mal, dass es gleich losgeht. Das Chaos ist perfekt. Da hinten ist ein LKW runtergekommen und hier ist noch gesperrt und der kommt jetzt auch nicht weiter. Yay, jetzt sind sie sich einig geworden, dass wir doch fahren sollen. Also, es geht kurz los. Ja, hier ist schon eine LKW-Schlange. Die Kommunikation innerhalb der Polizei hat wohl nicht so funktioniert. Und jetzt haben sie sich, glaube ich, einfach gezwungen gefühlt aufzumachen, damit das Chaos nicht noch größer wird. Weil die LKWs, die jetzt nämlich hier stehen, die kommen nämlich auch gar nicht weg, weil alle anderen die Straße blockieren. Ja, und wenn die hier so weitermachen, kommt hier gleich auch keiner mehr durch. Ey. Das wird so schon eng, oder? Spiegel? Soll ich unseren einklappen? Ja, bald ein Stück vor. Oh, scheiße. Wird aber das Problem sein, dass die nicht aneinander vorbeigehen. Ja, wahrscheinlich. Wir stecken mal wieder im Stau. Wahrscheinlich, weil da der Bus und der LKW nicht aneinander vorbeikommt. Oder wenn wir großes Pech haben, haben wir jetzt schon wieder ein Rallye-Problem. Also es hat auf jeden Fall mit der Rallye zu tun. Aber wir hoffen mal nicht, dass das deswegen jetzt schon wieder gesperrt ist. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Uiuiui. Ja, wie soll das denn jetzt mal funktionieren, Freunde? Na jetzt, oder? Nee. Guck mal da raus. Oder sagt das okay? Ja, na, hier passt. Was macht der denn jetzt? Ist der eine Macke? Das ist so geil. Alter Schwede, was ein Verkehrschaos. Diese LKW sind einfach reingefahren und dann ging gar nichts mehr. Und dann wollte jetzt gerade noch so ein Kollektiv vor uns drehen, einfach, wo es einfach gar nichts ging.
Ich fahre jetzt einfach mal so weit vor, wie es geht. Also ich glaube, unsere Spur ist nämlich ziemlich frei. Na, wenn die da nicht so bescheuert stehen würden. Da steht halt einer auf unserer Seite, aber rechts ist, glaube ich, Platz für ihn. Ja, scheiße. Und nu? Ja. Jetzt wird es immer lustiger. Jetzt haben sich hier Dreifachreihen auf der zweispurigen Straße in eine Richtung gebildet. Das läuft so richtig. Und der Rätsel. Was eine Scheiße. Nur weil die irgendwie sich durchfuschen wollen. Oder? Und sie diskutieren einfach mit der Polizei. Die lassen sich nichts sagen. Es ist ganz grausam. Also hier rechts kommt es auch nicht vorbei. So wird das nix. Ja, die müssen zurück. Der muss den letzten zurückschicken. Naja, da zwischen denen. Die müssen halt so frei machen, dass wir da so Ja, durchkommen. klar. Aber ich kann ja jetzt nicht hier den Verkehr regeln. Da ist doch ein Polizist. Ja, aber ich kann dir verraten, die Polizisten diskutieren mit den Autofahrern und die lassen sich nichts sagen. Ja. Okay, er ist schon mal so weit, dass er der Meinung ist, dass er da hinten vielleicht raus muss. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Ich habe nämlich nach hinten kaum noch Spiel. Er müsste halt komplett einschlagen und dann da rein. Ja. Seh. Ist das der LKW? Ja. Pumpen die da noch Luft auf? So. Ah, er da hinten schlägt auch schon mal ein. Ja, also so langsam tut sich was. Und der Weiße da hinten hat auch schon mal gedreht. Ich weiß noch nicht, ob wir da gleich durchkommen. Ah, es geht aber jetzt tatsächlich auf der Spur weiter. Ah ja? Ja. Ja gut, das dauert noch Ewigkeiten, bis wir hier durch sind. Guten Morgen. Wir sind gestern den ganzen Tag nur gefahren mal wieder und sind hier so richtig schön in der Berglandschaft angekommen und wollten eigentlich zu einem Wasserfall bei so kleinen Ruinen laufen, aber es hat die ganze Nacht nur geregnet. Jetzt gerade regnet es mal nicht, aber es soll den ganzen Tag auch noch regnen. Ja, von daher haben wir jetzt gesagt, die Wanderung lassen wir aus und wir fahren lieber wieder runter. Die Piste ist nämlich nicht so ohne. Genau, bevor das alles hier noch matschiger wird und schwieriger wird. Dafür war der Stellplatz richtig schön. Richtig, richtig schön. Es gab Lamas und kleine Schäfchen und Meerschweinchen. Dadurch, Und alle sind frei rumgelaufen. ja, und zum Teil essen sie die natürlich auch, aber zum Teil halt auch als Haustiere. Und dadurch, dass ich als Kind Meerschweinchen hatte, war ich natürlich hier ein bisschen in siebten Himmel. Das war sehr schön. Ja, naja, jetzt fahren wir runter. Nächstes Ziel? Ollantaytambo oder so in der Art. Genau, das ist unser Ziel, um Richtung Machu Picchu zu kommen. Aber erstmal müssen wir hier den Berg runter. Ja. Wir sind wieder auf Asphalt, hat alles ganz gut funktioniert, aber bei strömenden Regen wäre es, glaube ich, trotzdem nicht so cool gewesen. Und ich glaube, es war mit Abstand die anspruchsvollste Campground-Anfahrt, die wir bisher so hatten. Da in der Wand sind so Glashäuschen gebaut wohl, wo man über einen Klettersteig hinkommt und übernachten kann. Das soll wohl ungefähr $400 pro Person kosten. Also ist schon eine sehr, sehr besondere Unterkunft hier. Willst du mit jemandem sprechen? Er hat gesagt, da. Ja.
unser Platz für die nächsten Tage. Da hinten in dem Kabuff wohnt einer, der bewacht das hier. Das Tor wird dann nachts immer geschossen. Ollantaytambo ist neben Ausgangspunkt für Reisen zum Machu Picchu auch eine der am besten erhaltenen Siedlungen aus der Zeit der Inka, weshalb wir uns auch hier umschauen wollen. Wir erkunden jetzt mal hier die ersten Ruinen von Ollantaytambo. Und da, wo wir jetzt sind, das war wohl das Lebensmittellager. Weil hier mal Schatten ist und es schön kühl ist. Und wir sind auf 2800 Metern, das geht einfach straight bergauf. Demzufolge ist man schnell außerhalb der Puste. Eigentlich wollten wir hier noch weiter, aber hier geht es nicht weiter. Da oben wäre noch Ruinen. Da kommen wir aber leider nicht hin. Wir schauen uns zunächst die Speicheranlagen auf der gegenüberliegenden Seite an. Diese sind kostenlos und bieten einen tollen Blick auf die historische Stätte und den Ort, in dem das ursprüngliche Stadtlayout der Inka weitgehend erhalten geblieben ist. Viele der heutigen Straßen, Wasserkanäle und Grundmauern stammen noch direkt aus dieser Zeit. Anschließend wollen wir uns aber natürlich auch die Hauptstädte noch anschauen. Jetzt kaufst du nicht mehr. Jetzt wieder. Ganz schön windig, ey. Ui. Guten Morgen. Es ist kurz vor 6 und wir sind auf dem Weg zum Zug und fahren gleich nach Aguascalientes, dem Ausgangsort von Machu Picchu. Das Wetter ist super, blauer Himmel und es ist morgen auch so ist. Wir haben uns extra ein bisschen beeilt, damit wir relativ flott aus dem Zug raus waren und sind hier an dem Ticket-Office angekommen und haben uns total gewundert, dass niemand da war. Ja, dann sind wir als Erste durch, haben unsere Pässe gescannt und Tickets gekauft. Es gab für 6 und 7 Uhr morgens, morgen früh, ich glaube noch insgesamt 15 Tickets oder so, wo wir jetzt 4 von bekommen haben. Und jetzt sind wir gerade hier rausgegangen und sehen diese
Menschenmassen. Ja, es hat auf jeden Fall alles super funktioniert. Und jetzt haben wir den ganzen Tag Zeit, um uns das hier anzuschauen. Aguascalientes ist nicht besonders groß und so haben wir die Stadt erkundet, bevor wir unser Hotelzimmer beziehen können. Das ist okay. Scheinbar. Nicht groß, aber wir sind uns klar. Den Rest des Tages haben wir dann mit Essen verbracht. So oft gehen wir ja nicht essen, aber da wir im Hotel übernachten, nutzen wir mal die Gelegenheit und genießen die leckeren Angebote vor Ort. Guten Morgen. Es ist 20 nach 5 und wir sind auf dem Weg. Gestern Morgen, als wir in Richtung Zug unterwegs waren, hat ja so schön die Sonne geschienen und es war blauer Himmel. Das hatten wir uns für heute ja eigentlich auch erhofft. Sieht erstmal nicht so aus. Also hier hängt ziemlicher Nebel zwischen den Bergen und es ist auch ein bisschen feucht in der Luft. Ja, aber wir haben schon gesagt, es ist nicht hoffnungslos. Also wir glauben, sobald die Sonne rauskommt, verzieht sich das auch ein bisschen und klart noch auf. Von daher drückt uns die Daumen. Ja, und jetzt laufen wir erstmal los. Es soll so ungefähr 1,5 Stunden hoch sein. So, mal schauen, wie lange wir tatsächlich brauchen. Die meisten Menschen nehmen tatsächlich einen Shuttlebus hoch zum Eingang. Wir sparen uns das Geld jedoch und laufen. Der erste Kontrolle liegt hinter uns und jetzt geht's einen Berg hoch. Es geht jetzt 1,2 Kilometer eigentlich nur berghoch. Alles wahrscheinlich Stufen. Also wir sind noch lange nicht oben. Aber jetzt Treppen. Puh. Und irgendwie wird das Wetter gerade nicht besser. Wir hatten gedacht, es klart auf. Jetzt zieht es sich aber gefühlt mehr zu. Ein bisschen denken, dass es gleich anfängt zu regnen. Aber nein, das klart gleich auf und wird schön. Powerwater. Kann ich gebrauchen? Aber wir sind da. Die Menschenschlange erreicht. Wir haben kurze Frühstückspause gemacht und gehofft, dass das Wetter besser wird. Das wird es aber nicht. Und jetzt gehen wir mal weiter. Man sieht noch nicht so viel. Gut, dass überall Menschen sind, dann sieht man, wo was ist. Da oben ist blauer Himmel. Aber hier unten ist noch nicht so gut. Lass uns zum Viewpoint. Ich will da mit uns machen. Stress. Er hat gesagt, hier sind nicht so viele Menschen.
Wahrscheinlich. Da oben ist der Hauptfotospot. Nochmal ein bisschen Gedrängel. Es sind einfach schon super viele Leute. Und jeder will das beste Foto. Erbaut wurde die auf 2430 Metern Höhe gelegene Inka-Stadt im 15. Jahrhundert während der Regierungszeit des Inka-Herrschers Pachacuti, der das Reich der Inka-Zivilisation stark ausdehnte. Wozu Machu Picchu genau diente, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Viele Forschende gehen davon aus, dass es sich um eine königliche Residenz oder einen strategischen Rückzugsort gehandelt haben könnte. Die Stadt besteht aus mehr als 200 Gebäuden, darunter Tempel, Wohnhäuser, Lager und landwirtschaftliche Terrassen. Besonders beeindruckend ist die präzise Steinbauweise der Inka. Die riesigen Granitblöcke wurden exakt so bearbeitet, dass sie ohne Mörtel perfekt ineinander greifen. Auch die Lage der Stadt ist außergewöhnlich. Machu Picchu liegt mitten in einer Übergangszone zwischen den hohen Anden und dem Amazonasgebiet. Dadurch herrscht hier ein sehr feuchtes Mikroklima. Nebel zieht häufig durch die Berge und hüllt die Ruinen immer wieder in dichte Wolken. Ein Anblick, der den Ort besonders mystisch wirken lässt. Nach der spanischen Eroberung im 16. Jahrhundert wurde Machu Picchu aufgegeben und geriet über Jahrhunderte in Vergessenheit. International bekannt wurde die Anlage erst 1911, als der amerikanische Historiker Hiram Bingham die Ruinen der Weltöffentlichkeit vorstellte. Heute gehört Machu Picchu zum UNESCO-Weltkulturerbe und wurde außerdem im Jahr 2007 zu einem der neuen 7 Weltwunder gewählt. Damit zählt die Inka-Stadt zu den bedeutendsten und beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten unseres Planeten. So langsam kommen wir dem Ausgang näher, aber die Ausblicke sind auch hier nochmal ganz cool. Man hat halt irgendwie nochmal eine andere Perspektive, ist schon nochmal beeindruckend. Und leider konnten wir nicht auf den Berg da hinten gehen. Wir sind wieder unten und jetzt ist man nur noch am Fluss entlang, aber die ganzen Treppen haben wir fertig. Nur Julia war gerade so gemein und hat gesagt, ich muss ja auch noch in den 4. Stock zum Hotelzimmer hoch. Ja gut, aber das schaffen wir jetzt auch noch. Und der Kuchen und die leckeren Getränke warten schon auf uns. Wir sind zurück in der Stadt. Guten Morgen. Es ist 8 Uhr und die Zeit in Aguascalientes ist für uns jetzt schon wieder vorbei. Es regnet aber auch und daher ist es nicht so schlimm. Und wir sind jetzt einfach auf dem Weg zum Bahnhof und fahren jetzt gleich um 8:30 Uhr mit dem Zug zurück. Irgendwie haben wir ein Upgrade bekommen in die First Class. Keine Ahnung warum, aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Gucken wir mal, wie es drin aussieht. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Hat euch die Region um den Machu Picchu auch so gut gefallen? Dann lasst uns doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Da freuen wir uns sehr drüber. Genauso wie über euren Support durch Spenden in unsere Dieselkasse oder eine Kanalmitgliedschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und falls ihr uns weiter durchs Inkatal begleiten möchtet, dann schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein, wo wir ein paar weniger bekannte, aber nicht weniger beeindruckende weitere Stätten erkunden. Bis dahin!